Ich heiße Toni, bin 19 und im 3. Lehrjahr. Ich heiße Per, bin auch 19, auch im 3. Lehrjahr und lerne Fachkraft für Abwassertechnik. Und heute geht's darum. Diese orangefarbenen Fahrzeuge kennen wir alle aus dem Straßenverkehr. Was aber wird mit diesem rollenden Staubsauger eigentlich gemacht? Hallo, ich bin Sebastian, bin 21 Jahre alt, bin im 3. Lehrjahr und lerne den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik. Heute schauen wir uns Kanäle an. Früher hieß das Ver- und Entsorger. Vor einigen Jahren wurde der Beruf aber neu organisiert. Heute gibt es 3 Fachbereiche: die Wasserversorgungstechnik, die Kreislauf- und Abfallwirtschaft, den Rohr-, Kanal- und Industrieservice und die Abwassertechnik. Und darum geht es hier. Hier sehen wir jetzt die Spüldüse, die werden wir jetzt erstmal austauschen und für eine kleinere ersetzen, weil der Kanal kleinere Durchmesser hat, als die Bombe groß ist. Man kann den Beruf ruhig als grünen Beruf bezeichnen. Es geht um Umweltschutztechnik, ökologische Kreisläufe und natürlich Hygiene. Wir haben es hier bestimmt nicht mit Kanalarbeitern zu tun, die irgendeinen stinkigen Reinigungsjob machen. Dieser Beruf ist hochgradig qualifiziert, braucht sehr viel Fachwissen und gehört zu den modernen Umweltschutzberufen, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Das ist für uns ein ganz normaler Alltagsjob. Sowas machen wir eigentlich täglich. So, die Reinigung ist jetzt vorbei. In diesem Beruf kann man in vielen verschiedenen Bezirken bzw. Bereichen arbeiten. Auf Klärwerk, im Bezirk oder in der Betriebstechnik, wo die Pumpen auseinandergenommen werden. Den einen Teil des Arbeitsalltages haben wir gesehen. Jetzt kommen wir zu der Arbeit im Leitstand eines Klärwerkes. Und hier sieht die Welt ganz anders aus. Moin. Ja. Und Prüfung habt ihr, habe ich gehört? Ja, in 2 Wochen. 2 Wochen ist los. Ja. Habt ihr noch Fragen bezüglich der Anlage? Ja, wir haben jetzt hier, wo ein Zulauf steigt. Sollen wir den Lüfter einschalten? Ja, würde ich sagen. Und das, was wir jetzt hier geschaltet haben, das gucken wir uns gemeinsam jetzt unten an. Es ist kaum zu glauben, aber das, was wir gleich sehen werden, wird sauberes und gereinigtes Wasser. Bei uns auf Schicht sitzen wir nicht immer nur rum. Wir sind auch viel an der frischen Luft. Wir durchlaufen eigentlich alle Bereiche. Metallwerkstatt, E-Werkstatt, Leittechnik. Und das brauchen wir alles in der Wirklichkeit nachher im Beruf. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen Arbeit. Wir müssen den Motor überprüfen. Man hat viele Aufstiegschancen, zum Beispiel man kann seinen Meister machen oder vielleicht auch seinen Techniker. Ein weiteres ist ein Studium in der Verfahrenstechnik. Was mir an dem Job gefällt, ist, ich muss mich jeden Tag auf neue Situationen einstellen und ich habe niemals das Gleiche. Hallo Jungs. Moin. Moin. So, ich habe jetzt hier einen Auftrag. Wir müssen die Rückschlagklappe überholen. Und noch ein Gutes, man lernt solide handwerkliche Fähigkeiten. Vorteile dieses Berufs sind, es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, viele nette Kollegen und eine sichere Zukunft. Bei uns ist die Arbeit körperlich manchmal sehr hart. Ein weiterer Vorteil ist, dass man handwerklich sehr viel dazulernt, falls man irgendwann selber irgendwie eine Wohnung oder ein Haus hat. Diese Klappe haben wir ausgebaut, hauptsächlich aus Reinigungs- und Wartungszwecken. Und zusätzlich werden die Dichtungen kontrolliert. Reparaturarbeiten in Werkstätten, Innendienst im Leitstand, Außendienst auf den Straßen mit großem Gerät, Analysen im Labor. Es gibt wenig Berufe, die eine so große Bandbreite haben. Wir fahren jetzt zu den Kollegen. Dort machen wir einmal eine Schachtinspektion und einmal eine Untersuchung mit einem Kanalfernauge. Fachkräfte für Abwassertechnik sorgen dafür, dass sauberes Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Mit einer Qualität, die besser ist als manches Mineralwasser. Auf der anderen Seite garantieren sie, dass unsere Abwässer nicht ungeklärt in den nächsten Fluss oder Kanal geleitet werden. Also ich weise jetzt rückwärts ein, sodass genau der Haken oben direkt mittig über den Schacht ist. Unter dem Schacht ist ein gigantisches Kanalsystem, das ständig gereinigt, inspiziert, gewartet und repariert werden muss. Denkt ihr dran, dass ihr es dann in 50 Meter Entfernung aufstellt, um den Verkehr abzusichern? Dann wartet aber doch noch ein dreckiger Job auf Sebastian. Ich werde mich jetzt umziehen gehen, damit ich gleich runtersteigen kann ins Ziel. Da unten erwartet Sebastian nicht nur unser gesammeltes Abwasser, sondern eventuell auch eine böse Überraschung: giftige Gase. Und deshalb ist hier Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein gefragt. Ich habe den Beruf entdeckt im Internet, habe mich dort informiert und habe mich auch direkt beworben. Ich habe den Beruf über sehr viele Praktika gefunden. Das ist jetzt für unseren Multivanne. Dieses Gerät kann den Sauerstoffgehalt, den H2S-Gehalt und den Methangehalt messen. Toni sorgt dafür, dass Sebastian gefahrlos in das Ziel einsteigen und die Kontrollen durchführen kann. Sebastian muss sich auf Toni absolut verlassen können. Jo, warte mal. Jo.
Bei der Schachtinspektion hier ist ganz besonders darauf zu achten, dass die Steigeisen alle in Ordnung sind. Das ist auch darauf zu achten, dass die Fugen nicht ausgewaschen sind. Wenn sie jetzt, so wie man hier gerade gesehen hat, ausgewaschen sind, dann muss man das auf jeden Fall melden. Dann wird das neu verspachtelt. Oder wie hier unten ist eine Ecke abgeplatzt vom Stein. Sowas muss auch immer gemeldet werden, dass zur Not, wenn es zu doll wird, der Stein ausgetauscht wird. All das gehört zur Ausbildung dazu. Das werden echte Allrounder. So, und da, wo wir jetzt gerade nicht reinkamen, da fahren wir jetzt mit der Kamera rein. Die Ausbildung findet meist in Kommunen und Behörden statt, aber auch in großen industriellen Kläranlagen. Die meisten Ausbildungsplätze gehen an Realschüler, aber auch gute Hauptschüler haben eine Chance. Aber jetzt nochmal Action! Auf allen Vieren in enge Kanäle muss keiner mehr kriechen. Heute wird moderne Technik eingesetzt, um auch in die kleinsten und engsten Kanäle zu schauen. Der Beruf wurde nicht nur reformiert, sondern auch mächtig modernisiert. Wir fahren jetzt gleich in Fließrichtung. Warum machen wir das? Wir nehmen gleich die ganzen Anschlüsse und Schäden auf. Okay, Sebastian, willst du es auch mal versuchen? Ja, gerne. Okay. Meine Erwartungen wurden direkt getroffen und es ist super interessant hier. Dann schau ich dir mal so ein bisschen über die Schulter. Dann guckst du mal von oben nach unten. Also jetzt, wo wir die Schäden wissen, können wir die Entfernung für diesem Meterrad abfahren und das dann auch markieren. Dann kann der Reparaturtrupp kommen und mit den Ausbesserungen beginnen. 12,90 Meter. Ihr wollt aktiv Umweltschutz betreiben, dann bewerbt euch, macht diese Ausbildung. So schmutzig ist dieser Job nicht. Lernt fleißig für Naturwissenschaften und dann wird es was. Ciao. Tschüss. Ciao.